Sprich Deutsch wie ein echter Lokal. Teil 2. So, Lena, und ihr alle da draußen, bereit für die nächste Runde Alltagsdeutsch und coolen Slang, damit euer Deutsch noch lässiger wird? Wir haben ja noch ein paar echte Knaller auf Lager. Sowas von. Ich hab schon richtig Bock auf mehr. Das macht tierisch Spaß und man lernt echt was fürs echte Leben. Nicht immer nur dieses steife Schulbuchzeug. Echt jetzt. Stimmt total. Das freut mich zu hören. Dann legen wir direkt los mit ein paar weiteren Ausdrücken, die euch sicher oft begegnen werden. Slang 7. Kohle, Knete, Mäuse für Geld. Sag mal, Lena, Geld, oder? Klingt manchmal so trocken. Dafür gibt's aber coolere Wörter. Richtig verbreitet sind zum Beispiel Kohle, Knete oder auch mal Mäuse. Kohle zum Beispiel, das hörst du echt überall. Ah, kapiert. Keine Kohle heißt also Pleite. Oder ich brauch Knete fürs neue Handy. Oder Genau. Oder das Ticket kostet echt Mäuse. Auch teuer. Für den Urlaub muss ich noch Kohle sparen. Ihr da draußen, welchen Ausdruck für Geld mögt ihr am liebsten oder kennt ihr noch? Ab in die Kommentare. Kohle, Knete, Mäuse. Das merke ich mir. Klingt richtig cool. Slang 8. Auf jeden Fall. Auf keinen Fall. Okay, Lena, du willst was absolut sicher zusagen oder ablehnen. Was ist da dein Go-To-Ausdruck für maximale Klarheit? Puh. Sicher doch. Vielleicht? Aber gibt's was noch Knackigeres, das mehr Entschlossenheit zeigt? Da hätten wir auf jeden Fall. Für ein klares Ja und wenn absolut nichts geht, auf keinen Fall. Das hat einfach mehr Nachdruck. Verstehe. Also, Frage Party heute Abend? Wenn ich Bock hab, auf jeden Fall. Bin sowas von dabei. Und wenn nicht, auf keinen Fall. Vergiss es. Perfekt. Noch Torte? Auf jeden Fall. Her damit. Slang 9. Checken, peilen, für verstehen. Und was, Lena? Wenn der Groschen einfach nicht fallen will? Wenn du nur Fragezeichen im Kopf hast? Mal ehrlich, jeder kennt doch Momente, wo man denkt, hä? Ich check einfach gar nichts. Oh ja, wer kennt das nicht? Also checken oder peilen für kapieren? Wenn ich die ultra komplizierte Matheformel dann doch endlich gerafft hab. Yes! Ich meine, ja, endlich gecheckt. Und wenn mein Kumpel mir zum x-ten Mal was erklärt und es immer noch nicht sitzt, sorry, peil ich einfach 0. Genauso läuft der Hase. Der kleine englische Ausrutscher. Lena, total normal. Checkst du's? Hört man ständig. Ist halt die lockere Art für verstehen. Super, das kommt auf meine Slangliste. Neueste Trend-Challenge schon gecheckt? Völlig Banane, oder? Slang 10. Abchillen, rumhängen. So, nach all dem Denken braucht man auch mal Entspannung, oder? Wie schaltest du am liebsten ab, Lena, wenn du einfach nur deine Ruhe willst? Ohne Action. Ganz klar. Freitagabend, Jogginghose, Sofa. Da will ich nur noch abchillen. Oder mit Freunden auf der Couch rumhängen und einfach nur quatschen. Typisch deutsch, oder? Absolut. Dafür sind chillen, gern mit ab als Verstärkung, abchillen oder hängen. Oft mit rum für die Ziellosigkeit, rumhängen oder einfach nur abhängen. Genau richtig. Entspanntes, unkompliziertes Beisammensein. Lass uns heute Abend einfach bei mir abhängen. Okay, abchillen oder abhängen, wenn man's ruhig angehen lässt. Passt. Slang 11. Verpeilt sein. Lena, jetzt du. Dein Freund kommt eine halbe Stunde zu spät zum Treffen, weil er den Tag verwechselt hat. Was ist er dann? Kein Problem. Der ist dann einfach verpeilt. So wie ich manchmal, wenn ich den Schlüssel suche, während ich ihn in der Hand halte. Ich war dann voll verpeilt.
Klassiker und perfekt erklärt. Verpeilt sein ist genau das. Ein bisschen durcheinander, vergesslich. Sorry, hab den Termin verpeilt. Ihr da draußen, wer von euch ist auch manchmal teamverpeilt? Schreibt uns euren lustigsten Fauxpas. Mini-Quiz. Wie viel Slang kannst du? So, jetzt wird's ernst, Lena. Und für euch alle da draußen auch. Kleiner Slang-Check. Bereit? Bin gespannt wie ein Flitzebogen. Hoffentlich bin ich jetzt nicht verpeilt. Testfrage 1. Dein Freund erzählt stundenlang nur von seinen Problemen. Du sagst später zu jemand anderem, er hat gestern Abend nur. Was passt? A. Abgechillt. B. Gelabert. C. Gecheckt. Lena, was ist dein Tipp? Boah, das ist offensichtlich. Wenn er endlos gequatscht hat, dann hat er doch eindeutig gelabert. Also B. Volltreffer. Gelabert passt hier wie die Faust aufs Auge. Testfrage 2. Du möchtest deinem Kumpel vorschlagen, dass ihr euch trefft und einfach entspannt Zeit miteinander verbringt, ohne große Pläne. Du sagst, hey, lass uns heute Abend einfach bei mir. A. Einen Kater haben. B. Mäuse machen. C. Rumhängen. Was meinst du hier, Lena? Das ist leicht. Entspanntes Zusammensein ist doch rumhängen. C. Absolut richtig. Option C. Rumhängen passt perfekt. Testfrage 3. Du siehst, wie jemand eine ziemlich dumme Aktion macht. Zum Beispiel versucht, eine Tür aufzudrücken, auf der groß Ziehen steht. Du denkst dir leise, was für ein? A. Horst. B. Bock. C. Na? Okay, das ist eine klassische Situation. Oh mein Gott, ja. Das muss Horst sein. Ah, so ungeschickt, das gibt's doch nicht. Exakt. A. Horst oder auch Vollpfosten wäre hier eine typische, wenn auch leicht spöttische Reaktion. Sehr gut. Testfrage 4. Ein Freund fragt dich, ob du ihm Geld für ein neues Videospiel leihen kannst, aber du hast selbst gerade kaum etwas. Du sagst, sorry, Alter, ich habe im Moment selbst kaum. A. Knete. B. Quatsch. C. Hammer. Dein Tipp, Lena? Geld? Lass mich kurz überlegen. Ah ja, da war doch was mit Backen oder so. Knete. Also A. Perfekt erkannt. A. Knete ist die richtige Antwort. Testfrage 5. Jemand erzählt dir total stolz von seinem neuen, aber deiner Meinung nach total langweiligen und durchschnittlichen Auto. Du könntest denken, naja, das Auto ist ja ziemlich. A. Auf jeden Fall. B. 0815. C. Verpeilt. Was passt hier am besten? Wenn etwas so richtig Standard und gähnend langweilig ist, das muss dieser Zahlencode sein. Option B 0815. Exzellent, Lena. 0815 ist hier die absolut richtige Antwort. Testfrage 6. Dein Freund ist nervös vor seiner Prüfung. Du willst ihm Mut machen. Mach dir keinen Kopf. Das? Du locker. A. Juckt. B. Checkst, peilst. Im Sinne von schaffst, packst. C. Laberst. Und hier, Lena, was meinst du? Die ist tricky, aber ich setz auf B. Wenn man Mut machen will, dass er es schafft, dann checkst du das locker oder peilst du das locker. Genau richtig. B ist korrekt. Checken oder peilen kann hier auch packen oder schaffen bedeuten. Top. Juhu, einige waren richtig.
Das macht echt Laune und motiviert total. Sehr gut. Und ihr da draußen? Wie ist es gelaufen? Alles cool, wenn nicht jedes Wort sofort sitzt. Das ist ein Prozess. Wichtig ist, dass ihr ein Gefühl dafür bekommt und die Wörter im Alltag wiedererkennt. Wahnsinn, Lena! Und an euch alle da draußen. Das war eine krasse Menge an deutscher Umgangssprache. Damit seid ihr für den Alltagsdschungel schon viel besser gewappnet. Fühl mich jetzt echt viel sicherer, um wie ein Local zu klingen. Es ist einfach cool, nicht immer nur die Schulbuchvokabeln zu nutzen. Wenn ihr noch absolute Must-Know-Ausdrücke habt, die uns hier vielleicht durch die Lappen gegangen sind, dann haut sie in die Kommentare. Unbedingt. Das interessiert uns und die ganze Community hier mega. So, das war's für heute von uns. Wenn's euch gefallen hat, Daumen hoch und Abo dalassen. Und keine Sorge, wir haben noch mehr coole Wörter für euch. In der nächsten Folge geht's unter anderem um Begriffe, die ihr in der Uni, auf Partys oder vielleicht sogar beim Dating braucht. Neugierig? Dann bleibt dran. Bis zum nächsten Mal. Viel Spaß beim Deutschquatschen. Tschüss! Und die Challenge nicht vergessen. Wörter anwenden, berichten. Tschüss! Welche 3 Slangwörter aus diesem Video willst du dir merken und als erstes ausprobieren? Schreib's uns in die Kommentare.